first birth of the church. Und da ist die Geburt der Gemeinde. And you know something, and the outpouring is not stopped there. Und die Ausgießung ist da nicht And the Holy Spirit still works until now. Und der Heilige Geist wirkt bis heute. And you know something, when we celebrate Pentecost, Wisst ihr, wenn wir Pfingsten feiern, one thing you have to know, eine Sache haben wir zu erkennen. that is the demonstration of God's power on earth. Dass dies die Demonstration von Gottes Kraft auf That der is Erde ist. now it's not because Jesus already ascended, Jesus ist bereits aufgefahren, but now the power came through the people, aber nun ist die Kraft through the believers. durch die Gemeinde, So durch die today, Christen listen, gekommen. the firstborn of the church So die Erstgeburt der Gemeinde is full in power ist voller Kraft from the Holy Spirit. durch den Heiligen Geist. And now on, sometimes we are just wonder why the church seems not having power in the life of the church. Und manchmal wundern wir uns, warum haben die Christen When nicht mehr why die when Kraft there's in no ihrem Leben? signs and wonders happen? Wo sind die Zeichen und Wunder? What happens then? Was ist da passiert? The problem is that we as a believers, we don't know what kind of power that we have in our life. Und das Problem ist, dass wir als Christen nicht wissen, welche Kraft wir in unserem Leben haben. And listen to me, signs and wonders not stopped 2000 years ago. Und hören wir zu, Zeichen und Wunder sind nicht vor It 2000 happens Jahren until beendet. now. Sie passieren bis heute. Now, are you ready to move with the Holy Spirit power in your life? Und seid ihr bereit, mit der Kraft des Heiligen Geistes in eurem Leben zu Today, you know something, my longing, as well as what God put in my heart, is that you know what kind of power that you have in your life. Und das Verlangen, was ich habe, was Gott in meinem Herzen gelegt hat, ist, dass ihr wisst, welche Kraft ihr in eurem Leben habt. Please don't ever think, please don't ever think that this power only for the apostle or only for the people that it seems like the wonder healing or something. No, it's the power is for everybody that believes in Jesus. Glaubt ihr denn nicht, dass diese Kraft nur für die Apostel ist oder für manche bestimmten Heilungsprediger? Nein, diese Kraft durch den Heiligen Geist ist für jeden Gläubigen. Because lots of people think like Acts 5:12. Look at this, Acts 5:12. They think on the apostle. Apostelgeschichte 5. Okay, look at this. Acts 5 verse 12. Can you put it? That's Acts 5 verse 12. It's saying, 5, Vers 12. is there? Acts 5 verse 12. It said, oh, you don't have it. Apostelgeschichte 5, Vers 12. But then, and through the hands of the apostle, many signs and wonders were done among the people, and they were all with one accord in Solomon Porch in German. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. And listen to me, all the apostles, they were, you know something, Peter, as Jesus was crucifixed, went to go to Golgotha, one little girl came to Peter and said, you know Jesus, you are the one from him. And you know what Peter said? I don't know Jesus. Und Petrus zum Beispiel war, als Jesus gefangen genommen wurde und er von einer Magd erkannt wurde und sie gesagt hat, du warst auch mit Jesus, dann hat er Jesus verleugnet. Oh, Thomas, Thomas said, when I not see the sign in his hands or in his side, I don't believe it. Oder zum Beispiel Thomas, er hat gesagt, wenn ich nicht seine Zeichen sehe an den Händen oder meine Hand in seine Seite lege, dann glaube ich nicht. They were not a perfect 100% holy people. Und sie waren damals nicht 100% heilig. They are like you and like me. Sie waren so wie du und ich. Amen. Amen. They are like you, like me. Sie waren so wie du und And ich. you know what happened as in the upper room as the Holy Spirit came down and baptism them. They changed, they differently walked. Was passierte, als sie in dem Obergemach waren? Da kam der Heilige Geist auf sie und hat sie erfüllt und sie waren völlig verändert. And it can happen
happens also for us. Und das kann genauso für uns passieren. Because God wanted to happen to all believers. Weil Gott möchte, dass das zu allen Gläubigen Amen, church? Amen. That's why the Bible is very clear. Darum, die Bibel ist sehr klar. As soon as you believe in Jesus, Sobald du an Jesus glaubst, you pronounce it, you proclaim it with your mouth, wenn du es you believe it with aussprichst, your heart, wenn du es proklamierst, the mit Holy deinem Mund, Ghost, the Holy Herzen Spirit glaubst, is overcoming you. der Heilige Geist kommt über He dich. is now in you. Er ist nun in dir. And Romans 8 verse 11, look at this, Romans 8 verse 11. Vers This is the power that you have in Das your ist life. die Kraft, die du hast in deinem Romans 8 Leben. verse 11. Römer 8, Vers 11. Romans 8 verse 11 said, Romans 8 verse 11, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. When you read this Bible verse, Wenn du diesen Bibelvers so it liest, means only one thing. es meint nur eine Sache. The spirit that raised Jesus up, the spirit that raised Jesus from the tomb, 3 days he was there. That spirit that raised Jesus from the dead now is in you. Es meint nur eine Sache, dass dieser Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, nach 3 Tagen, wie Jesus tot war, dieser selbe Geist, der die Kraft hat, ihn aufzuerwecken, der lebt nun in dir. There's the powerful spirit that lives in you. Und das ist der So machtvollste Geist, der in Christians, dir listen, lebt. believers, listen to me. Don't ever say to me that you are powerless people. Sagt bitte niemand zu mir, ihr seid kraftlose Don't Menschen. ever say to me, Pastor, I'm not powerless. Und sagt niemals zu mir, Pastor, ich bin kraftlos. You cannot say that. Du kannst das nicht When sagen. you believe, who believes Jesus resurrected from the dead? Wer Who believes? glaubt, dass Now, when Jesus you believe, auferweckt now wurde? you have the power of the Holy Spirit in you. Und wenn du das glaubst, Amen. dann hast du auch die Kraft. You des cannot Heiligen say, Geistes. I don't have power. Und du kannst nicht sagen, ich habe keine Kraft. Amen, church? Amen. Say to your neighbors, I have the power of the Holy Spirit in me. Sag zu deinem Nachbarn, ich habe die Kraft des Heiligen Geistes in mir. So everybody who believes, you have it in you. Jeder, der glaubt, er hat den Heiligen Geist in sich. That's why in Ephesians 3, Darum in Epheser verse 3, 20 until 21, look what Vers 20 it's, bis Paul 21. is very clear about the power of the Holy Spirit. Da ist Paulus sehr klar über die Kraft des Heiligen Geistes. I don't care if you are you young or you are old or you are alone or whatever the situation of your life now, you have power to overcome everything. Und es ist egal, wie deine Situation ist, ob du jung Amen, Church. bist, ob du alleine bist, wie immer auch die Situation ist, du hast die Kraft in dir, um das alles zu Look at this. überwinden. Ephesians 3 verse 20 until 21. Epheser 3, Vers 20 bis You have to know 21. Ephesians 3. Now to him. Oh. Look at me. Look at this. We read, okay? Look at this. Now to him who is able. You don't got it, church. You just don't got it. Look at this. Again, okay? Now to him who is able. Nun zu ihm, der fähig ist, Your God, dein Gott, my God, mein Gott, my Lord Jesus mein Herr is Jesus, able. ist fähig. He is God that is able to do anything. Er ist fähig, alles zu tun. Amen. Amen. I don't care what happened in your life today. I don't want that you concentrate only in your or focusing only in your problem issues or so. I want you to concentrate to the God that is able to do anything to the people that He loves. Und ich möchte, dass du dich Amen. nicht auf die Probleme konzentrierst, die im Moment in deinem Leben sind, sondern dass du dich konzentrierst auf Look at den this. Gott, der fähig ist. He is not just able. Er ist nicht nur fähig, Look at this. Now to him who is able to do exceedingly. sondern der über die Maßen fähig ist. Exceedingly. When Über die Maßen. we have exceedingly, Wenn wir it's über die already Maßen super haben, awesome.
das ist bereits super. Amen. When you have exceedingly super awesome, but grace Aber Gnade, never stop until then. aber Gnade hört niemals dort auf. That's why he said, he's able to exceedingly and now come double again, abundantly, above all. Und nun heißt es, der fähig ist über die Maßen und nun kommt nochmal ohne Grenzen, abundantly, über alles dazu. So listen to me. Your God Hört mir zu. Euer is Gott able ist fähig, to do exceedingly, but he not stop there. He go abundantly and then above all. It means you will not count what God provide for you, and you cannot logically thinking what God already made for you. und er ist einfach über die Maßen überschwänglich, ohne Grenze. Und du kannst es mit der Logik nicht erfassen, was Gott tut für dich. Listen, student. Hört mir zu, You Student. think you study only for a good job? Du denkst, du studierst nur für einen guten Job? You go to Germany so I like a good job, Pastor. So, du bist nach Deutschland gekommen, um einen guten Job zu haben. Listen to me. Hört mir zu. God has more than what you think. Gott hat mehr für dich als das, was du denkst. Amen. Amen. Student, listen to me. God doesn't want only that you have a job so that you can pay your bill. Gott möchte nicht nur, dass ihr einen guten Job habt, damit ihr eure Rechnung bezahlen könnt. It's not only that you can hire an apartment or you can have a car and so. No, He just wants you to become a blessing for all people. Nein, er möchte, dass du ein Segen wirst. Amen. When you only can pay for your rent or you cannot be blessing. Und wenn du nur für deine eigene Miete zahlen kannst, dann kannst du keinen Amen, Segen Church. sein. Amen. You are so silent today. I don't care. I'm full with the Holy Spirit. It's fire, you know, when you talk about the Holy Spirit. Because that's the power of God that He puts in you. Now, listen, look at this. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask and think. And look at this. Based on what? Paul is very clear, you know. Based on the power that work in us. Wow. Und Woo! er sagt This hier is, ganz listen, klar, this is huge. er sagt hier ganz klar, Gott ist, der kann weit über die Maßen mehr zu tun, als wir bitten oder verstehen. Aber wie? Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. What kind of power that you have today? Und die Frage ist, welche Art von Kraft hast du in dir? The power of the Holy Spirit that resurrected Jesus. Die Kraft des Heiligen Geistes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Listen to me. Hört mir zu. You don't have to become Thanos, you know. You don't have to. You don't have to do that. You don't have to. I don't know. Anybody disappear? God, make them disappear. Joking, church. Okay? Thanos searched for all the stones, you know. He's searching all the entire galaxy. You don't have to. You already have the power. Just say, I believe in Jesus and I proclaim He is my Lord and my God. Then you have it. So, es geht nicht darum, dass du wie irgendeiner aus dem Star Wars Film, glaube ich, Marvel. Thanos. Avengers. einfach den Finger schnippst und es geht darum zu sagen, so, ich habe den Heiligen Geist in mir. You don't have to. And Thanos has to use his how you call it, the things there, you know, and he got the X-ray radiation, and then he got there, and you don't have to. The more you get the radiation from the Holy Spirit, the more powerful you are. Amen. Woo, it's not like Thanos dead. Even Iron Man dead. Amen, church.
exceedingly, abundantly, and Gott gibt dir above über die all, Maßen und über alles, according to the power that works in you. gemäß der Kraft, die in dir wirkt. It means it's Das beyond bedeutet, imagination. es ist über die Vorstellungskraft. So the answer for all the problems, So die Antwort für the alle answer for Probleme, all the situation, the circumstances, die Antwort für alle Situationen und for Umstände, you für dich, personally from God persönlich von Gott, is just beyond what you can think about. ist über das, was du dir vorstellen, über das, was Amen. du nachdenken Amen. kannst. How many think, God, when I just only have 20 euros, God said, I don't want to take you when I have to 20 euros. I want to give you 1 billion euros. Und wir denken manchmal, Example, Herr, wenn ich okay, nur 20 example. Euro hätte als Beispiel und Gott sagt, aber nein, ich möchte dir nicht noch 20 Euro geben, ich möchte dir 20 Millionen geben, Because grace is always abundant. weil die Gnade immer überfließend And ist. it works according to the power that resurrected Jesus from the dead. Und es wirkt gemäß der Kraft des auferstandenen Jesus. It's from there. Es ist von daher. So it means the powerful, the so powerful power that work in you, it will brings all the answer for everything that you have on your struggle today. Amen. Das heißt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wenn der Heilige Geist in dir wirkt und Raum hat, dann wird er all die Antworten bringen auf all die Herausforderungen, die du hast. That's why Acts 1 verse 8, look at this, Acts 1 verse 8. Acts 1 verse 8. Acts 1 verse 8. Nochmal Apostelgeschichte 1, Vers 8. Acts 1 verse 8 said, is that? But you shall receive power. Say with me together, power. Kraft. Aber ihr sollt Kraft empfangen. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. We know that, okay? Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Now, you receive power. Jesus Du said. empfängst die Kraft, hat Jesus So gesagt. as Jesus ascended, Und als Jesus zum Himmel aufgefahren He ist, gives you power. hat er dir Kraft gegeben. Amen. Now, what you have to do, Was du zu tun hast, you have to release the power. du hast diese Kraft freizusetzen. You have to release the power in your life. Du hast diese Kraft freizusetzen in And dein it's Leben. not, this is the manifestation of power that God put in you. Und das ist die Manifestation der Kraft, die Gott in dich gelegt hat. Now the problem is, how can I release it, Pastor? Aber die Frage ist, wie kann ich die Kraft freisetzen? One, that how can we release the power? Wie können wir diese Kraft The freisetzen? first point that I want to say to you, Und der erste Punkt, den ich zu euch sagen just will, rooted in the Word of God. sei gegründet im Wort Gottes. Rooted. Sei gegründet. Rooted in the words of God. Sei gegründet im Wort Gottes. And Verwurzelt. ask the Holy Spirit Und frage den Heiligen Geist. always to remind you about the words of Jesus. Bitte den Heiligen Geist, dich immer an die Worte Jesu zu erinnern. Amen. Amen. The problem from us, we ask the Holy Spirit to, we ask so less the Holy Spirit to do something in our life. Und das Problem von uns, dass wir den Heiligen Geist so selten danach fragen, etwas in unserem Leben zu tun. Because He can teach you about everything. Weil er uns über alles You lehrt. will have wisdom. Wir haben Weisheit. Okay? We just ask Him so less. Wir fragen ihn so Not wenig. many. We just, sometimes when you face something, Manchmal, wenn ihr einer Be Sache honest. gegenüber steht, seid ehrlich. do you ask first the help from man or from the Holy Spirit? Fragt ihr erst nach der Hilfe von Menschen oder nach der Hilfe When you vom have Heiligen trouble in Geist? your life, Wenn who ihr ein then Problem habt in eurem serve Leben, first? wen sucht ihr zuerst auf? You have to ask the Holy Spirit Wir haben den Heiligen Geist, du hast to den Heiligen remind Geist zu you fragen. about the words of Jesus Und ihn Christ. darum zu bitten, dich an Why die is Worte Jesu so, Christi zu why is so erinnern. important? Warum ist das so wichtig? Because look at this in
in John 14, verse 26. Schaut John in, 14. Johannes John 14, 14, verse 26. 26. John 14 in 26, it said like this, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring you to remembrance all things that I said to you. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. All, I mean all. Und alles bedeutet alles. Now, when you really believe, Wenn du das wirklich glaubst so when you have whatever it is in your life, und wenn du etwas hast in deinem Leben, was immer es auch ist, when you want to release the power that is in you, und wenn du die Kraft freisetzen you willst, cannot in dir, release the power with your flesh. du kannst diese Kraft nicht mit No, deinem you Fleisch cannot do it, freisetzen. Nein, du kannst people. das You nicht tun. cannot do it. Du kannst das nicht tun. You have to ask the Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist You have to ask, gefragt. Holy Spirit, teach me, how can I move forward? Heiliger Geist, bitte lehre mich, wie kann ich weitergehen nach vorne? You know, actually, the life of believers, it's not meant that we always stumble in something. Und das Leben der Gläubigen bedeutet nicht, dass wir die ganze Zeit in irgendwas hineinstolpern. No, it's Nein. not. Das bedeutet es nicht. God don't plan you to always. Gott hat es nicht geplant. Sometimes you can walk, and sometimes you go down, and sometimes you go. It's not like that. Gott hat nicht dieses Auf und Ab That's geplant. why Manchmal he kannst du gehen, said, manchmal bist du am Ende, the bist du helper. down, sondern darum hat er den Helfer gesandt. Look what Mulan said. Denk daran, was Roland gesagt hat, As she was in Indonesia. als sie in Indonesien war. Because she had a helper. Da hatte sie eine Servicekraft, eine Helferin. You know what happened? She can live like Madam. Sie konnte wie eine Madame leben. Amen. Amen. Just ask Mulan. How wonderful to live like a madam. Wie Okay, schön das he knows that very Leben much. ist, als Madame zu leben. Just say, can we do that? Can we do that? Can we do that? Can... Weil du kannst einfach sagen, kannst du bitte das I mean, sauber it's- machen, kannst du bitte das tun. It's still something, but it's more easier. Und das ist viel leichter. And God wants you to face these things on earth much easier. Und Gott möchte, dass wir diesen Dingen, die uns im Leben Okay. begegnen, viel leichter That's gegenüberstehen. why He sent a helper for you. Darum hat er den Helfer gesandt für dich. So when you think your life is very difficult, Und wenn du denkst, dein Leben ist sehr schwierig, you ask the Holy Spirit to help you. dann frag den Heiligen Geist, dir zu helfen. Because He will show you everything that you have to do. Weil er wird dir alles zeigen, was zu tun ist. Amen. Amen. And you know what the wonderful work of the Holy Spirit? Und wisst ihr, was das wunderbare Werk des Heiligen Geistes ist? He will remind you the words of Jesus. Er wird dich an die Worte Jesus erinnern. Why it's very important, church? Warum ist das so sehr wichtig, Gemeinde? John 8, verse 31. Schaut nochmal in Johannes 8, Vers 81. I just want you to be free today, okay? From everything. Ich möchte, dass du frei bist heute einfach von Either you allem. believe what I say or what the gospel said or not. Ob du das glaubst, was I ich just- sage, I- was I das want to Evangelium preach sagt for oder you, nicht, okay? ich werde I es just dir want to einfach preach it for predigen. Ich werde es dir predigen. Either your life will be changed Entweder wird dein Leben sich or ändern you will stay like that and you not receive, or not receive, but you not experience the blessing that already you that you have already. oder du wirst einfach so bleiben, wie du bist. Du wirst nicht das erfahren, was du bereits hast. John 8, verse 31, 32. John 8, verse 31 and 32. And look at this. Then Jesus said to those Jews who believe Him, look, if you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth. And look at this. And the truth shall make you what? Free. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So
The Holy Spirit Der Heilige Geist will always bring you to the words of Jesus. wird dich immer zu den Worten von Jesus bringen. Christianity, Christsein, when you say, I am a believer, wenn du sagst, ich bin ein Gläubiger, you have to become a disciple. dann musst du ein Jünger werden. It's not enough only to come one week, also one time a week on the church on Sunday, and you think you can face everything without the words of God. Und es reicht einfach nicht aus, wenn du vielleicht einmal im Monat zum Gottesdienst kommst und du kannst dann denken, du kannst alles in deinem Leben mit dem Wort Gottes entgegentreten. Even in this church, I see the young people. They Sogar hear, in they dieser Gemeinde. come every Sunday. They hear, but because they have become disciples, the word is not rooted. They are not rooted in the, and they always stumble in the same situation every time. Und auch wenn die jungen Leute jeden Sonntag hier in der Kirche sind, aber sie sind noch nicht gegründet im Wort Gottes, dann stolpern sie in jeder Situation wieder neu. In der gleichen What happens to Situation. them? I'm under stress. I'm under this. It's Und wenn man dann fragt, ja, ich war unter so Stress, powerless, you know. und sie erscheinen dann so kraftlos. I cannot do that. I'm cannot under stress. do I'm that. this and that and that and that. Come on, church. Are we have the power? Or we not have the power? Haben wir die Kraft oder haben wir die Kraft nicht? That's right. The task of the Holy Spirit to remind you about the words of Jesus. Darum ist das Ziel des Heiligen Geistes die Aufgabe, euch zu erinnern an die Worte Jesus. Do you know why? Wisst ihr warum? The more you know it, the more you have the truth. The word is the truth. The words is the truth. The more you have the truth in your life, you will be free. Denn je mehr du die Wahrheit kennst, und das Wort ist die Wahrheit, und je mehr du die Wahrheit weißt und erkennst, desto mehr Freiheit hast du. Even there is coming after you whatever it is, but because you have the truth. Egal, was immer auch gegen dich ankommen will, aber du hast die Wahrheit. And when you have it, Und wenn du sie hast, you're free. dann bist du frei. You're not under depression. Du bist nicht unter Depression. You're not under the doubt. Du wirst nicht unter You're Zweifel not sein. under the things that bring you down or whatever Du it wirst is. nicht unter den Umständen sein, die dich runterziehen wollen. Was immer es auch ist. Probably the problem is big. Probably. Vielleicht ist das Problem wirklich groß. But because you have the truth, Aber weil du die Wahrheit hast. you know that your God is bigger than that. Und wir wissen, dass Gott ist größer als das Problem ist. You will be free. Wirst du frei sein. You will be free. Du wirst frei sein. Free from stress. Frei Free von from. Stress. Free from. You know. Frei von... You know what I mean? You know that sometimes lots of people come to me, Pastor, why? But Sunday it's like my faith is like a mountain, but when I face Monday, like. Und manchmal kommen einfach so Gläubige zu mir und sagen, Pastor, was ist nur los? Manchmal ist mein Glaube so groß, als wenn ich einen Berg versetzen könnte und dann wieder so gar nichts. When you see your friends like full of disappointment and it's like, oh no, I cannot, where's God? Und dann, wenn du dann deine Freunde siehst, die so völlig enttäuscht sind, dann sagt man so, ja, wo ist denn Gott? God is with you. Gott ist mit dir And He's always there for you. und er ist immer da für dich. But when you ask the Holy Spirit, Aber wenn du den Heiligen Geist fragst, He will remind you the words of Jesus. er wird dich an die Worte von The Jesus words erinnern, of the truth. die Worte der Wahrheit. And when you have it, Und wenn du es hast, whatever happens, was auch immer whatever passiert, came to you, was auch immer zu dir you kommt, can say, I rejoice in my dann life. kannst du sagen, ich freue mich in I meinem have Leben. peace in my life. Ich habe Frieden in meinem Leben. And that is freedom. Und das ist Freiheit. You know what freedom is? Wisst ihr, was You know what Freiheit ist? free is? Wisst ihr, People, was Freiheit ist? you know what it is? Wisst ihr, was es Even ist? there is a problem, you can still say, I am a victor, not a victim. Und Freiheit bedeutet, auch wenn da ein Problem ist, ich kann nicht stehen und sagen, ich bin ein Überwinder, ich bin ein Sieger und ich bin kein Opfer. Das ist Freiheit. That is freedom. Das ist Freiheit. So freedom is not coming on the church like
or Sunday you face my, because I know there is a song. Tell me why I don't like Monday. Tell me why I don't like Monday. Tell Sag me mir, why. warum ich Montag nicht mag. I was a rocker, you know. Ich war ein Rocker. I used to sing that song. Tell me why I don't Und ich like habe dieses Lied Monday. gesungen. Tell me why I don't like Sag mir, Monday. warum ich Montag nicht mag. Und alle haben geklatscht. Now, that's nonsense. Das ist Nonsens. Monday, Quatsch. Tuesday, whatever the day is, that is a blessed day because God is always with us. So don't sing that song again, okay? So singe dieses Lied bitte nicht. Only I can sing it because I can handle it. No, joke, okay, joke. Okay? So rooted. So verwurzelt sein. That's rooted, church. Verwurzelt sein. As you rooted, how can I root it? Verwurzelt. Wie kann ich The verwurzelt more sein? you hear the gospel, Je mehr du das Evangelium hörst, and you say, Holy Spirit, und remind du me sagst, of the words Heiliger of Geist, Jesus, erinnere mich an die Worte Jesu, the more free you are. desto mehr Freiheit. Amen. The second thing. Das zweite, Romans 8, 26 until 28. Römer 8, Romans 8, 26 26 until 28. 28. Intercession with the Holy Spirit. So likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. And it says, now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. 28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. We always hear only the Romans 28, right? Romans Wir 28. hören oft immer nur Römer Okay. 28, But you cannot take it out of the context. aber du kannst es nicht aus dem The Kontext, aus dem context, Zusammenhang nehmen. that doing everything good for the purpose of the same, yes, I agree with that. Really. Und dass uns natürlich alles zum Besten dient, das damit einstimmig. It means like this. Aber es I bedeutet want to make a das, simple thing, okay? So I open this. The simple things is like this. das einfache Ding ist, Probably you know that you are weak today. vielleicht weißt du, dass Okay. du nicht schwach bist. Because oder what's schwach surrounding you, circumstances about the things that happen in your family, and it seems like, Und die Dinge, die dich gerade umgeben, die Umstände und vielleicht das, was in deiner Familie passiert, das belastet dich. and you say, Und du fühlst dich schlecht. I don't feel like, how can I pray? Und dann fühlst du dich so nach dem Motto, oh Gott, wie kann ich nur beten? God understand. Und Gott versteht das. God understand your situation. Er kann die Situation verstehen. You know something? God never push you. Und wisst ihr was? Gott setzt dich nie unter Druck. Because people are telling like this. Yeah, you have to pray, you know. When you reach that heaven, pray more. Knock it until there is a breakthrough. Knock it. Und es kann manchmal sein, dass Menschen dich unter Druck setzen und dann sagen, ja, du musst mehr beten, du musst mehr beten. Listen to me, church. Hört mir zu, Gemeinde. God knows your situation, and sometimes they even Gott kennt deine He really Situation. know that you even cannot open your mouth. Und er versteht das, dass du vielleicht noch nicht mal deinen Mund öffnen kannst in dem Moment. And listen to me, He not Und hört mir zu. push you. Und er unterdrückt dich nicht. Then you have to pray Setzt dich nicht unter Druck, like crazy, you know. dass du wie verrückt Never! bist. Nein, niemals. He knows Er really weiß. exactly what happened in your life. Er kennt genau das, was in deinem He Leben knows passiert. really what the weakness things in your life. Und er kennt die Schwachheiten in deinem Leben. And you say, I cannot, God. Und wenn du dann sagst, ich kann nicht, Herr,
That's why the Holy Spirit helps. Darum hilft der Heilige Geist. He does not lie. Even in your weakness, Auch in deiner Schwachheit. in the weakness point of your life, An dem schwachsten Punkt in deinem Leben. the Holy Spirit helps. Der Heilige Geist hilft dir. He will help. Er wird dir helfen. Probably you're not knowing Vielleicht what type of word that you have to weißt say. du gar nicht, was für Worte du sagen You sollst. cannot know it Du kannst es nicht wissen, because it's too heavy. weil es zu schwer ist. It's too heavy. Es ist zu schwer. And your Father said, Und dein Vater sagt, no problem. kein Problem. I send you Ich sende dir, the Holy Spirit Den to Heiligen help you to Geist. pray. der hilft dir zu beten. And the awesome things, Und das Großartige daran okay, ist, the Holy Spirit will pray der Heilige Geist wird beten according to the will of God. gemäß dem Willen Gottes. Amen. Amen. That's why people are saying, yeah, when you pray, probably it's not the will of God. Darum sagen manchmal die Leute, ja, wenn du betest, vielleicht ist das nicht der That's Wille why God Gottes. said no. Darum sagt Gott nein. Nonsense. Nonsens. Your Father loves you. Dein Vater liebt dich. He never said no to you. Sagt niemals nein, er sagt niemals nein zu dir. But when it's not good for me, Aber wenn es nicht gut für mich ist, He will give you exceedingly abundantly above all what good for you. und er wird dir überfließend, übermäßig und überragend geben, was gut für dich And ist. that is the grace. Und das ist die Gnade. Amen. Amen. Even your weakness. Und auch in deiner Schwachheit The Holy Spirit said, I make the intercession for you. sagt der Heilige Geist, ich werde für dich Fürbitte tun. Just stay there. Steh einfach da. Just relax. Entspanne dich. Just relax, my child. Entspanne dich, I mein will Kind. pray. Ich I will werde pray. beten. And next, look at this 27. Und guckt euch Ja, 27 an. Now, God, who searches the heart, know what the mind of the Spirit. Und nun Gott, der die Herzen erforscht, der weiß, was das Trachten des Geistes ist. God really knows because it's that His Spirit, right? That's why He knows. Es ist ja sein Geist, darum weiß er es. And you know what the will of the Holy Spirit? Und wisst ihr, was der Wille des You Heiligen know what Geistes ist? the will of the Holy Spirit for you? Wisst ihr, was der Wille des Heiligen Geistes To ist für see dich? you whole. Dich ganz zu sehen. To see you whole. Dich ganz zu sehen. That you have all, that you can experience all that your Father already provided for you. Dass du alles das empfangen kannst und erleben kannst, was der Vater The für Holy dich Spirit schon vorbereitet doesn't hat. want to see you sick. The Der Holy Heilige Spirit doesn't Geist want to see möchte you nicht, dass depressed. du krank bist, The Holy oder dass Spirit du doesn't want depressiv to bist. see you doubtful. Oder dass du voller Oh, you Zweifel don't have bist. a clue what from what. No, He doesn't want you to have it. He doesn't want to. Und dass du vielleicht irgendwie gar nicht weißt, was das Ziel The ist. Holy Spirit Möchte er nicht. wants you to have exceedingly abundantly above all that the Father already provides for you. Der Heilige Geist möchte, dass du überfließend hast, alles, was der Vater für dich vorbereitet hat. And look at this. Because He made intercession for you Und weil er Fürbitte für dich tut, according to the will of God. gemäß dem Willen Gottes, Today, when you think you are not, when you think you cannot pray, heute, wenn du denkst, du kannst nicht beten, and when you say, Holy Spirit, oder wenn du sagst, Heiliger Geist, pray for me, bete für mich. I cannot. And Ich kann nicht mehr. even that kind of words, Sogar diese Worte, even that kind of words sogar diese Worte become the will of God for you. werden der Wille Gottes. Because Holy Spirit will catch it. Weil der Heilige Geist wird es He nehmen, put it in Him, wird es in sich and nehmen He make an intercession for the Father. und er wird Fürbitte vor dem Vater tun. And you know what happens? Und wisst ihr, was passiert? As the Holy Spirit intercedes for you, Wenn der Heilige Geist Fürbitte für dich it's tut, always the will of the Father. es ist immer der Wille And des look what Vaters. happens, Romans Schau, was 8, passiert. 28. This is the context about it. Okay? Römer 8, The context Vers 28, And das ist we der know Zusammenhang. that all things Und wir wissen, dass alle Dinge work together for good zusammenwirken zum to, Guten to those who love God, für die, die Gott lieben, to those who are called according to His purpose. die gemäß seiner Zielsetzung berufen sind. Do you know why it happens, the Romans 8:28? You know why it happens in your life? Wisst ihr, warum es passiert in eurem Leben? Because the helper pray for you. Weil der Helfer für dich betet. Not you,
nicht du, but He prays for you. aber er betet für dich. So even your situations in a very bad situation, Auch wenn deine I just Umstände don't in know einer what your schlechten struggle, people. Situation sind. I just don't know what you struggle. Ich weiß nicht, mit But was du today, gerade herausgefordert the bist. very powerful being in this universe, Aber heute ist das höchste The very powerful Wesen being in the in universe. diesem Universum. and His name is not Thanos, Und sein Name ist nicht Thanos, but He's the Holy Spirit of Lord sondern es Jesus ist Christ. der Heilige Geist von Okay. Jesus Christus. He intercedes in front of the Father's throne. Und er macht Fürbitte an dem Thron des Vaters. And all the bad situations, Und alle schlechten even Situationen, if it's bad, auch wenn die Situation schlecht ist, it will turn good for you. es wird sich Amen. drehen und es wird für dich ausgehen im Namen Jesu. But to release all of these things, Und um das alles freizusetzen, God give you a technique for that. Gott gibt dir eine Technique. Technik dafür. How can I release it? Wie kann ich es freisetzen? Pray in tongues. Bete in Zungen. It's very important. Das ist sehr wichtig. It is for you. Es ist für dich. Amen. Amen. Because when you intercede with the Holy Spirit, Weil wenn du Fürbitte leistest durch den Heiligen Geist, it means your spirit das pray. bedeutet, dass dein Geist betet. Amen. Amen. And look what happens. Und schaut, was passiert. 1 Corinthians 14, verse 4. 1. Korinther 14, Vers 1 4. Corinthians 14, verse 4. You got it there? Yeah. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Thanks. Der in einer anderen Sprache redet, er baut sich selber. Wer aber weissagt, er baut die Gemeinde. And then it says again, when you pray in tongues, your spirit prays. Und es sagt hier, wenn du in Zungen betest, dann betet dein Geist. That's why what I want to say to you, Was ich euch It's not sagen about- möchte, the movement of Pentecostal or whatever. No. es geht nicht um die Bewegung, It- um eine it- Pfingstbewegung. It's about Bible. Es geht um das, was in der Bibel steht. People can only edify the church Die Gemeinde können nur die Gemeinde, die when Leute der they Gemeinde aufbauen, edify themselves. wenn sie selber sich aufgebaut haben. You cannot edify the church when you feel like, you cannot. Du kannst nicht die Gemeinde aufbauen, wenn du selber nicht aufgebaut You bist know what I und mean, dich right? schlecht fühlst. You know what I mean? So, to edify yourself, Um dich selber aufzubauen, pray in the Spirit. bete im Geist. It means intercede in the Spirit. Das bedeutet, im Geist And, Fürbitte zu and you leisten. pray in the Spirit. The Bible says very clearly, you pray directly to God. Und die Bibel ist sehr klar, wenn du im Geist betest, dann betest du direkt zu Gott. So when you pray in tongues, Und wenn du in Zungen betest, the Holy Spirit is there together with you. der Heilige Geist ist da zusammen mit dir. And it will open up your horizon. Und er wird dir deinen Horizont erweitern. Your horizon is not only what limited in the fleshly world. Und der Horizont ist nicht nur das, was du No. im Fleisch siehst, in unserer sichtbaren The Holy Welt. Spirit will open the spiritual horizon for you. Nein, der Heilige Geist wird dir den geistlichen Horizont eröffnen. You know what I do? Wisst ihr, was ich tue? When something happens, Wenn etwas when there passiert, is pressure, wenn da Druck ist, I just speak in tongues. ich spreche I in just Zungen. pray and pray Ich bete und bete in until Zungen, the peace is there. bis der Friede da ist. You know what happens? Wisst ihr, was passiert? Is that as I pray, Wenn ich bete, I can face everything. ich kann allem I can face gegenüberstehen. everything. Ich kann allem gegenüberstehen. It's like there is the power that drives me to walk and to walk and to walk without worry. So, da ist dann die Kraft in mir, die mich dazu bringt, zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten ohne Sorge. That's why to release it, Darum, es freizusetzen. the power that's already in you, Die Kraft, die bereits in dir ist. pray in tongues. Bete in Zungen. It's not about doctrine, Es geht nicht um eine but Doktrin. Paul is very clear about it. Aber Paul
ist hier sehr klar darüber. Pray. Bete. You can only know the effect when you do it. Du kannst nur den Effekt erfahren, wenn du es tust, When you believe it. wenn du es glaubst. But when you don't want to, Aber wenn du es nicht God möchtest, says He still love you. Gott wird dich immer noch lieben, But natürlich. the manifestation of the power in you Aber die Manifestation der Kraft in dir will not happen. wird nicht passieren, Because you will go again with your flesh. You will go again weil with du your dann flesh. weiter in deinem, nur im Fleisch weitergehst. And you really know, right? The Bible said, Und du weißt, dass die Bibel sagt, when we led by the Spirit, wenn wir durch den Geist we are geleitet not werden, under the law. dann sind wir nicht unter dem Gesetz. Amen. Amen. So when we are not under the law, it means we are under the grace. Und wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, dann bedeutet das, wir sind unter der Gnade. So the people under the grace Und die Menschen unter der Gnade always led by the Spirit. sind immer vom Heiligen Geist geleitet. Amen. Amen. So today I just want to pray for you, Und heute möchte ich für euch beten, so that you have these perfect things that God already provided for you. sodass ihr dieses Perfekte habt, was Gott bereits für euch vorbereitet hat. Pray in tongues, church. Betet in Zungen, Pray in Gemeinde. tongues. Betet in It Zungen. will help you much. Es wird euch sehr helfen. Believe me, Glaubt mir. I'm already there. Ich bin bereits da. There is a pressure and then just pray in tongues. Und wenn da ein Gewicht ist, wenn da You ein, know, it's not the second and the peace is there. dann bete in Zungen. Und It's like es wird God eine give the Frieden auf dich kommen. the first sign, the baptism of as the baptism of the Holy Spirit 2000 years ago. Das erste Zeichen für die Taufe im Heiligen Geist 2000 Jahre zuvor war in Zungen sprechen. And you do it. Und du tust es. You release it. Du wirst es freisetzen. Release the power. Du wirst die Kraft And freisetzen. you will know Und du wirst sehen, that He will make together with you. He will intercede together with you. er wird mit dir zusammen Fürbitte leisten. And everything surrounding you. Und alles, was dich Even umgibt, there's a bad things now, auch wenn es eine schlechte Sache ist, become good things. wird sich zu einer guten Sache wenden. To who that loves God. Für die, die Gott lieben. Amen. Amen. I want to pray for you. Ich möchte für euch beten. Just put your heart. When you say I want to do it, just put your hands in your heart. Just go Und like wenn this. du sagst, du möchtest es tun, dann Let's lege ask the deine Holy Hand auf Spirit. dein Okay. Herz. Holy Spirit, I just pray for you today, Lord. Heiliger Geist, ich bete You see the people. für die Leute. Du siehst dein Volk. They want it, Lord. Und du siehst, die es möchten. Release your power. Und setze die Kraft frei. Open their mouth, Lord. Öffne ihren Mund, Herr. Holy Spirit, open their Heiliger mouth. Geist, öffne ihren Mund, So they can pray and pray and sodass sie beten und beten können. open it, Lord. Öffne ihren Mund. Holy Spirit, Heiliger refresh Geist. your people today. Erfrische dein Volk heute. Refresh them, Lord. Erfrische deine Leute heute. Now people just receive the peace from God. Nun empfangt einfach den Frieden von Gott. Just receive it. Empfangt einfach. Receive the joy. Empfangt die Freude. You have it. Du hast sie. Holy Spirit, I pray in the name of Jesus. Heiliger Geist, ich bete im Namen Jesus, You give them, Lord. dass du ihnen gibst, You give them so that they can pray in tongues. sodass sie in Zungen beten So können. that their horizon is open. Und dass ihr geistiger Horizont geöffnet ist. They cannot see only the limitation, but they see the marvelous spiritual world that God already provided for them. Und dass sie nicht nur die Limitationen dieser Welt sehen, sondern die Herrlichkeit im Geist, was Gott für sie bereits bereitet hat. In Jesus' name, In Jesu Namen. receive it. Empfangt es. Receive it. Empfangt es. Receive it. Empfangt es. In Jesus' name.